Ich bin im Taschenfieber. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Und momentan bin ich irgendwie im Taschenfieber. Seit meinem Kulturwürfel, wenn dich der interessiert, das Video findest du hier, hat mich irgendwie die Lust gepackt. Ich weiß gar nicht so genau warum. Ist ja aber auch egal. Ich habe mir gedacht, ich brauche unbedingt noch eine Tasche für meine Pinsel und habe diese Tasche hier entworfen. Die hat einen schönen großen Boden. Hoffentlich kann man das so sehen. Und geht dann hier so schräg nach oben wie so eine Pyramide. Und ich fand das ganz cool so. Mit einem Griff. Man kann hier natürlich nehmen. Ich habe noch eins meiner eigenen Label aufgebracht. Und auch der Stoff ist von mir. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal in meinem Online-Shop vorbei. Das ist jetzt wasserdichter Stoff, den ich benutzt habe. Wenn man möchte, kann man natürlich auch Canvas oder Baumwollstoff benutzen. Ich habe jetzt nichts verstärkt, weil das für mich so völlig ausreichend ist. Wer das standfester möchte, kann das natürlich verstärken oder auch aus Kunstleder nähen. Von meinen Taschenpaneelen, die sind ja immer volle Breite, mal einen halben Meter, habe ich 2 Stück gebraucht. Und natürlich einen Reißverschluss und 2 Zipper. Und da habe ich richtig viel Platz. Da kann ich meine kompletten Pinsel, meine Schwämme, alles was ich zum Malen brauche, genauso wie mein Radiergummi und mein Spitzer, alles kann ich da reinlegen. Man sieht, der Schwamm ist groß, also da ist richtig Platz. Und wenn ich möchte, kann ich den Reißverschluss komplett aufziehen und die Seiten umklappen und dann komme ich richtig gut an alles dran. Und danach mache ich das Ganze wieder zu und habe das schön verräumt und kann das schön wegpacken. Diese Tasche kannst du für alles benutzen. Entweder als große Kulturtasche, da würde ich tatsächlich dann den Boden verstärken auf jeden Fall, damit das Ganze schön fest ist und das nicht so durchhängt. Aber Stifte, wenn man zeichnet, Pinsel, wenn man malt, Bastelutensilien oder sei es nur um das Kabelchaos, das ja jeder mit diesen ganzen Ladekabeln, die man so hat, aufzuräumen. Das ist tatsächlich super, weil einfach Platz ist. Und wenn ich irgendwo hinfahre, weil ich zum Beispiel draußen malen möchte, habe ich hier einen Griff, packen wir das Ganze und los geht's. Die ist relativ einfach genäht und ziemlich ähnlich zu dem Kulturwürfel, was die Ausführung angeht. Der Schnitt ist komplett anders, aber die Ausführung ist im Grunde dieselbe. Ich zeige euch das jetzt. Wenn du Bock hast, diese Tasche nachzunähen, kannst du nochmal sagen, schau im Online-Shop vorbei. Da gibt's das Schnittmuster zum Download. Allerdings, da möchte ich gerade was dazu sagen, da gab es nämlich bei einigen Leuten Verwirrung. Alle Schnittmuster und alle digitalen Produkte, das sind 2 Kategorien im Online-Shop, sind, wie es der Name im Grunde schon sagt, digitale Produkte. Wenn du das bestellst und der Bestellvorgang abgeschlossen ist, bekommst du eine E-Mail. In dieser E-Mail ist ein Link. Wenn du den anklickst, kommst du zum Schnittmuster, zur Anleitung, zu den Maßhilfen, was auch immer du dir da bestellt hast und kannst das runterladen, abspeichern, ausdrucken und hast das für immer. Digitale Produkte werden nicht physisch versandt, also du wirst keinen Briefumschlag, kein Paket von mir bekommen. Du bekommst die E-Mail mit dem Link und dann musst du dir das selber downloaden und abspeichern. Das Gute ist, du hast es dann nicht einmal als Papierschnittmuster, du hast es als PDF. Du kannst es immer wieder ausdrucken, wenn es irgendwann von den Nadeln vom Feststecken oder so nicht mehr schön ist. Druck es dir einfach nochmal aus. Also von daher, das ist eine gute Sache. Wie gesagt, dasselbe gilt für die Anleitungen oder für die Maßhilfen, die Briefeckenschablone. Steht auch immer dabei bei dem Produkt, wie das funktioniert. Schau auf jeden Fall mal rein zu den Schnittmustern und zu den digitalen Produkten. Da gibt es auch super viel kostenlose Dateien, die du dir bestellen kannst. Da wird aber keine Kosten fällig, also du musst nur den Bestellvorgang abschließen. Dann kriegst du den Link und kannst das downloaden. Wer das gewerblich benutzen möchte, der kann sich an mich wenden. Das steht aber auch in meinen Bestimmungen, die kann man nachlesen. Und jetzt gucken wir, wie ich diese Tasche genäht habe und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video. Das sind die Schnittteile und das Label, das ich mir zum Stoff ausgesucht habe.
Das hier ist der Griff der Tasche, das sind die beiden Innenteile und das ist das Außenteil, das zweimal im Bruch zugeschnitten wird. Und da habe ich mich für den Retrostoff entschieden. Dann brauche ich natürlich einen Endlosreißverschluss und 2 passende Zipper. Wir beginnen mit dem Griff. Der wird der Länge nach rechts auf rechts gefaltet und einmal zusammengenäht. Und wenn ich das gemacht habe, dann sieht das so aus und dann kann ich die Nahtzugabe bis knapp vor die Naht kürzen. Jetzt muss ich das Ganze wenden. Ich benutze hier so ein Wendetool, das man in den Stoff einhakt und dann kann man das auf die rechte Seite wenden. Wer so ein Wendetool nicht hat, der kann auch einfach eine Sicherheitsnadel benutzen. Jetzt wird das Ganze so gebügelt, dass die Naht unten in der Mitte liegt und dann einmal außenrum komplett abgenäht. Und wenn man das gemacht hat, sollte das in etwa so aussehen. Dann habe ich mir das Ganze so gefaltet, dass es wieder im Bruch liegt. Und dann kann ich von oben und vom Bruch 6 cm abmessen und dort wird der Griff gleich platziert. Das mache ich natürlich auf beiden Seiten des Bruches, also so, dass ich 2 Anlegepunkte für meinen Griff habe. Und dann nehme ich meinen Griff, schlage mein rohes Ende 1 cm nach innen und stecke mir das auf meiner Markierung fest. Und das nähe ich jetzt fest. Ich beginne dabei am Rand, damit mein eingeschlagenes Ende fixiert ist und nähe da knappkantig an der Kante entlang. Drehe dann das Ganze, nähe wieder knappkantig an der oberen Kante entlang, so ein Stück nach innen. Auf jeden Fall so viel, dass ich meine rohe Kante eingeschlossen habe. Drehe das wieder, nähe nach unten und die letzte Kante. Und wenn ich das gemacht habe, nähe ich noch ein X in der Mitte, damit das Ganze auf jeden Fall fest genug ist und nicht ausreißen kann. Und das mache ich auf beiden Seiten. Und das sollte dann so aussehen. Jetzt ist das schön fest und da wird auch nichts mehr ausreißen können. Perfekt. Jetzt brauche ich meinen Reißverschluss. Den lege ich jetzt mit der rechten Seite nach unten an einer Kante an, so dass ein bisschen was übersteht. Dann ist das nachher nicht ganz so knapp. Und den stecke ich mir jetzt mit ein paar Klammern am besten. Geht einfacher als Stecknadeln, aber das kann man natürlich auch benutzen. Am Rand entlang. Und in dem Moment, wo ich merke, dass die Rundung angeht, lege ich mir das so grob über die Rundung, damit ich weiß, wie lange die ist. Und schneide das Gewebe meines Reißverschlusses alle 1 cm etwa ein. Und jetzt kann ich das nämlich wunderbar um die Rundung biegen und mir das auch da feststecken. Und so stecke ich jetzt den anderen Rest auch fest, einmal die Gerade entlang und dann wieder einschneiden über die Strecke der Rundung und bis unten ein wenig überstehen lassen und abschneiden. Dann kann ich meinen Reißverschluss trennen und genauso auf der anderen Seite vorgehen. Jetzt kommt der Innenstoff drauf. Damit mir mein Griff nicht im Weg ist und ich den im schlimmsten Fall irgendwo annähe, stecke ich mir den einmal flach fest. Und jetzt kommt der Innenstoff auf den Reißverschluss und zwar mit der rechten Seite nach unten, sodass sich die rechten Seiten der Stoffe ansehen. Und jetzt kann ich immer nach und nach eine Klammer lösen und wieder feststecken, sodass ich alle 3 Lagen festgesteckt habe. Auf jeden Fall müssen alle 3 Lagen oben bündig sein, also der Außenstoff, der Reißverschluss und der Innenstoff. Wenn ich das vorher ordentlich gemacht habe und dann Finger drauf halte, geht das super schnell. Da kann ich einfach die Klammer lösen und wieder feststecken. Und das mache ich für beide Seiten. Dann müssen die beiden Seiten festgenäht werden. Dazu auf einen Reißverschlussfuß wechseln und ich stelle die Nadel immer noch ein wenig nach links bzw. rechts, je nachdem wie der Stoff in der Maschine liegt. Und dann immer schön von Klammer zu Klammer mit ganz viel Ruhe und langsam Stück für Stück nähen und dabei fühlen, wo der Reißverschluss ist und da den Reißverschlussfuß entlang führen und immer gucken, so wie man es hier sieht, dass die 3 Lagen ordentlich aufeinander liegen, damit ich später nicht irgendwo den Reißverschluss hässlich rausstehen habe oder vielleicht gar nicht festnähe. Und das mache ich jetzt komplett einmal die ganze Länge durch und wiederhole das auf der anderen Seite.
Jetzt kann ich den Reißverschlussüberstand auf allen Seiten wegschneiden. Jetzt kann ich knapp an der Naht entlang die Nahtzugabe einklipsen oder mit einer Zickzackschere kürzen. Das mache ich auf beiden Seiten. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Naht selbst nicht verletzt wird. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich mein Label vergessen habe. Aber es wäre ja nicht ein Papperlapaps-Projekt, wenn ich nicht irgendwas vergesse oder falsch mache. Ich habe mir das unter dem Griff festgesteckt und da einmal außen rumgenäht, knappkantig. Einfacher ist es natürlich, wenn man das vorher macht. Jetzt kann ich mir die beiden Innenteile rechts auf rechts legen und einmal feststecken oder festklammern. Und dann nähe ich nur außen ein Stück auf beiden Seiten und in der Mitte lasse ich eine Wendeöffnung. Jetzt kann ich das Ganze wenden. Das geht jetzt auch noch über die Seiten. Das muss noch nicht über die Wendeöffnung gemacht werden. Die brauchen wir später. Wenn ich das Ganze auf rechts gedreht habe, kann ich mit der Hand reingehen und einmal die Kanten, vor allem diese Rundung, besonders schön ausformen, indem ich da einfach entlang streiche. Wenn man einen Stoff hat, den man bügeln kann, sollte man ihn jetzt bügeln. Und dann wird einmal knappkantig mit dem Reißverschlussfuß an der Kante entlang genäht, um das Ganze abzusteppen, damit das später schön liegt. Beim Absteppen darauf achten, dass beide Lagen, also Außenstoff und Innenstoff, schön gleichmäßig liegen und von den Zähnchen wegliegen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, wenn man sich da so kleine Falten reinnäht oder so Beulen, man kennt das von irgendwelchen gekauften Sachen, dann zieht man den Reißverschluss zu und zwickt sich den Stoff ein und dann hakt das Ganze. Deshalb gucken, dass der Stoff schön flach liegt und auf beiden Seiten innen und außen von den Reißverschlusszähnen wegliegt. Von der Nahtzugabe schauen jetzt kleine Stückchen aus den Seiten raus. Das kann man einfach einmal gerade abschneiden. Hey, eine ganz kurze Unterbrechung. Ich möchte dich auf meinen Werbepartner hinweisen. Und zwar ist das Nähmaschinen Direkt. Dort bekommst du eine große Auswahl an Nähmaschinen und Overlock von allen möglichen Marken. Der Versand ist schnell und unkompliziert. Schau einfach mal vorbei, vielleicht findest du dir ja deine neue Lieblingsmaschine. Alle Infos in der Infobox einmal für dich verlinkt. Jetzt kann ich das Ganze rechts auf rechts legen und brauche meine 2 Zipper. Die ziehe ich jetzt auf beiden Seiten auf und ziehe die ein Stück nach innen, so etwa bis die Rundung angeht. In der Mitte lasse ich auf jeden Fall offen, weil ich sonst später die Tasche nicht wenden kann. Dann wende ich mir das Ganze so, dass die linke Seite außen ist. Da habe ich jetzt auf der einen Seite den Außen, auf der anderen den Innenstoff. Und auf den Reißverschluss lege ich jetzt die Mitte, und zwar ist das die Naht beim Innenstoff, und stecke mir das mit einer Klammer fest. Jetzt liegt das schon mal quasi gerade sozusagen. Und jetzt muss ich in mein Seitenteil greifen, das hier noch offen ist. Das ist ein wenig friggelig. Es ist ein bisschen schwieriger als beim Kulturwürfel, aber mit Geduld kriegt man es hin. Und stecke mir das fest. Da bietet sich tatsächlich eine Stecknadel an. Die hält das ein bisschen besser auf Länge. Und das mache ich auch mit der anderen Seite. Man sieht, das geht auch aus, also das sollte passen. Wenn da mal ein kleines Stück übersteht, weil man vielleicht nicht ganz genau geschnitten hat, ist das keine Tragik, don't worry, einfach weitermachen. Und genauso mache ich das jetzt für den Innenstoff. Ich packe in die beiden Ecken, dann weiß ich, wo meine Mitte ist, stecke mir die auf dem Reißverschluss fest und forme dann den Rest aus und stecke mir das fest. So sollte das dann aussehen. Ich habe in der Mitte meine Klammer, die alle Lagen feststeckt, und die 4 Ecken einzeln. Jetzt müssen wir damit an die Nähmaschine. Und jetzt ist es wichtig, dass wir immer nur eine Lage abnähen. Das heißt also, dass ich 2 Ecken für den Innenstoff und 2 Ecken für den Außenstoff abnähen muss. Und dann habe ich natürlich in der Mitte noch ein Loch, dort wo der Reißverschluss sitzt. Das schließen wir jetzt und dabei liegt eine Ecke Außenstoff auf einer Ecke Innenstoff. Gucke, dass die Nahtzugabe entweder auseinander liegt oder in eine Richtung auf beiden Seiten. Lege meine Ecken übereinander und nähe da in der Mitte drüber. Da nähe ich auch 2, vielleicht auch gerne 3-mal drüber.
damit das Ganze schön fest sitzt und beim Öffnen und Schließen des Reißverschlusses nicht ausreißen kann. Und so sollte das aussehen. 2 bis 3 Nähte in der Mitte und die einzelnen Ecken. Jetzt kürze ich die Nahtzugabe noch ein kleines Stück ein und dann können wir das Ganze wenden. Jetzt fehlt nur noch die Wendeöffnung im Innenstoff. Die haben wir natürlich noch offen, denn wir mussten es ja gerade wenden. Da klappe ich jetzt die Nahtzugaben einfach nach innen. Das ist 1 Zentimeter, das geht also gut. Wir haben da ja nichts weggeschnitten. Klippe mir das nach und nach fest oder stecke es mir mit Stecknadeln fest. Und dann nähe ich da ganz knappkantig einmal drüber. Und dann kann ich die Tasche ausformen und ja, wir sind fertig. Das war's. Wie du gesehen hast, ist das wirklich kein Hexenwerk. Es sieht wilder aus, als es ist. Es ist eigentlich schnell genäht. Und wirklich keine große Tragik. Wenn man sehr feste Stoffe wie Kunstleder benutzt, kann es ein bisschen schwieriger an der einen oder anderen Stelle sein. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein fixes Projekt, in das super viel reinpasst, das total praktisch ist und je nachdem, welchen Stoff du nimmst, auch nochmal ganz anders rauskommen kann, weil dann die Pyramide eine Pyramide bleibt. Wenn du Spaß mit dem Video hattest, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalässt, sofern du noch nicht abonniert hast, einen Daumen nach oben gibst und vielleicht einen Kommentar schreibst. Das hilft dem Algorithmus, das hilft mir und es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich in der Chaos-Truppe Pabalababs willkommen zu heißen. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!